Hallo ihr Lieben, hier ist der Marco. Ich melde mich mal wieder aus meiner kleinen Sauna hier und heute geht es um das Thema Getreide und wie gesund Getreide wirklich ist oder eben nicht. Ja, ich weiß, es ist natürlich ein kontrovers diskutiertes Thema und wir haben Getreide und speziell Weizen und Gluten natürlich überall, allgegenwärtig. Es ist aus unserem Leben nicht wegzudenken. Wir können damit alle möglichen tollen Lebensmittel machen. Aber ihr wisst ja, das, was ich hier mache, ist ein Gesundheitskanal, der das Leben verbessern soll. Und natürlich muss ich das Thema Getreide hier zur Diskussion stellen in den Kommentaren auch und habe mir mittlerweile eine Meinung dazu gebildet, die ich durch intensive Recherchen, durch eigenes Ausprobieren und so weiter auch nochmal stark festigen konnte und auch in Gesundheitsgesprächen mit anderen Leuten. Also bin auch in einem Gesundheitsnetzwerk engagiert, wo viele Leute sich zu diversen Themen da austauschen. Also Getreide, ja. Getreide wurde ja ursprünglich nicht genommen für die Nahrung, weil es der Gesundheit besonders gut tut, sondern Getreide wurde damals angebaut. Das gab es ja gar nicht so viel. Es wurde angebaut, weil es eben leicht anzubauen ist, weil es trocken ist, weil es stabil und hart ist und leicht und lange zu lagern. Es ist lange haltbar. Das ist einer der größten Vorteile von Getreide in allen Arten, ja. Also wenn ihr mal guckt, Wildtiere ernähren sich so gut wie gar nicht vom Getreide, obwohl sie es könnten, weil die merken, das sind keine guten Nahrungsmittel für die, ja. Also googelt doch mal danach, welche Wildtiere sich da groß von Getreide ernähren, außer ein paar Vögel, die sich mittlerweile da adaptiert haben. Da gibt es nicht ganz so viel, ja. Und letztendlich kam Getreide in diesem großen Wachstum, wie wir das heutzutage anbauen, früher auch gar nicht vor. Aber man hat das eben entdeckt und dann kam der Ackerbau. Und in den ersten Jahrzehnten des Ackerbaus war es so, dass die Menschen, die sich überwiegend von Getreideprodukten ernährt haben, die waren auch kleiner und schwächer und anfälliger und hatten eine geringere Lebenserwartung. Daran kann man eben auch sehen, dass sie sich sehr einseitig ernährt haben gegenüber den anderen Jägern und Sammlern, die vorher dann auch viel Gemüse und Früchte gegessen haben, die sie gefunden haben. Ja? Also die sich hauptsächlich von Getreide ernährt haben, waren schon von Anfang an, vor 20.000 Jahren, waren die schon mangelernährt. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr so einen Löffel Haferflocken habt, ja, Haferflocken sollen ja super gesund sein. Aber versucht doch mal einen Löffel mit Haferflocken zu essen. Da krepiert ihr dran. Da geht ihr kaputt. Ihr erstickt. Ihr könnt es gar nicht so runterschlucken. Ja? Es ist also für den rohen Verzehr auch überhaupt gar nicht gedacht. Also man muss schon einiges dafür anstellen, damit man Getreide, Weizen und Hafer und Roggen und Gerste überhaupt verzehren kann. Also man muss da große industrielle und mechanische Anstrengungen erbringen, damit das überhaupt ein Nahrungsmittel, nicht Lebensmittel, ein Nahrungsmittel werden kann. Ja, und durch die Verfügbarkeit von, sag ich mal, Ackerbau, ja, wurden die Menschen dann auch sesshaft und mussten nicht mehr so viel durch die Gegend ziehen, um neue Nahrung zu finden. Also das war natürlich der Vorteil. Also dadurch konnten sich dann auch spätere Dörfer oder Städte bilden, weil man ja auch Getreide nicht kühlen braucht. Damals gab es ja noch keine Kühlschränke. Also es hatte vor Tausenden von Jahren wirklich einige handfeste Vorteile. Aber man muss eben Getreide einweichen und stampfen und kochen und was auch immer damit anstellen, um das wirklich verarbeiten zu können. Ja, und letztendlich kam dann irgendwann noch die Nutzung von Feuer hinzu. Das hat auch nochmal die Möglichkeit erhöht, andere Aromen zu erzeugen und knusprige Ränder dort zu machen und das Ganze noch ein bisschen zu härten. Ja, aber wir sind uns, glaube ich, alle im Klaren darüber, dass man Getreide nicht roh essen kann. Da sind auch Antinährstoffe wie Phytinsäure drin, ja, die potenziell dann auch giftig ist und es ist auch überhaupt nicht gut verdaulich für uns, rohes Getreide zu essen. Ja, also denkt mal drüber nach, wenn ihr Getreide konsumiert, ja, und viele haben ja auch eine Unverträglichkeit, die unerkannt ist, ja. Also hat ja nicht jeder Zöliakie, wo man also eine wirklich krasse Glutenallergie hat, ja, und das vermeiden muss. Es ist halt einfach so, dass manche Menschen Getreide gut vertragen und dann auch das täglich in ihrem sagen wir mal, Verzehrplan haben, in ihren Ernährungsplan, ja, morgens vielleicht mit Brot oder Brötchen, ja, und dann abends noch ein Müsli oder sonst was und mittags dann irgendwie
Ja, ein Döner, der im Weizenteig eingewickelt ist, ja, oder mit Fladenbrot oder sonst was, ja, oder eine Pizza oder ja, all diese Dinge. Ja, im Bier ist natürlich auch viel Getreide drin, ne? Und Hopfen, Gerste und Weizen und so weiter. Ja, das ist alles nicht so ganz einfach, ne? Und daher habe ich mir überlegt, wirklich nach und nach Getreide aus meinem Ernährungsplan rauszustreichen. Es ist super schwer. Getreide ist wirklich überall drin und speziell der Weizen. Aber im Grunde, wenn es um eine optimale Gesundheit geht, würden wir sehr gut ohne Weizen und andere Getreidearten auskommen. Tatsächlich brauchen wir das weder zum Überleben noch für eine optimale Gesundheit. Und das ist das, was ich mit diesem Video euch einfach mal mitgeben möchte. Geht mal in euch, denkt drüber nach. Ich weiß, es gibt ganz viele tolle Getreideprodukte. Ganz viele Leute lieben Brot, lieben Backwaren in aller Art, lieben Kuchen, lieben Kekse, ja. Und das ist aber das, was uns auch enorme gesundheitliche Probleme bereiten kann, ohne dass wir den direkten Zusammenhang erkennen. Also wenn jemand gesund werden möchte, wäre es aus meiner Sicht mal eine gute Idee, vielleicht mal ein paar Wochen ganz krass auf Getreideprodukte zu verzichten und dann zu gucken, welchen Effekt hat das auf den Körper. Ja, dann kommt natürlich wieder die Frage, was kann ich denn dann überhaupt noch essen? Dann darf ich ja gar nichts mehr essen. Also seid mal egoistisch und guckt, wie für euch, wenn ihr das wollt, eine optimale Gesundheit und Ernährungsversorgung aussehen könnte. Ja, und dann darf ja gerne jeder für sich mal selber optimieren und auch ausprobieren. In diesem Sinne, ich hoffe, das war eine Anregung für euch. Euer Marco, bleibt gesund. Ciao, ciao.